Beatmungsgerät. Dani ist sauer. Ich nehme es mit Humor. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder ran. Ist gerade richtig doof gelaufen. Die Schraube ist erst abgebrochen. Wir haben jetzt bestimmt, glaube ich, 2,5 Stunden eingebüßt. So, Tag 3 unserer Schrauber-Action. Wir haben uns gestern mal Danis Radl vorgeknüpft. Da haben wir alle überflüssigen Rahmentaschen, alles, was sich hier eigentlich so rund um den Rahmen festgehalten hat, haben wir quasi abmontiert, abgeschraubt und heute geht es ans Eingemachte. Das heißt, heute wird er getauscht. Das hier, ja, möchtest du zu deinem Leid was sagen? Nö. Okay, er verdrängt es erfolgreich. Auf jeden Fall, das hier haben wir seit Marrakesch. Das ist unsere improvisierte Lösung. Waren wir bei einem einheimischen Schweißer, der hat uns das soweit fahrtüchtig gemacht. Und 50.000 Kilometer wird es wahrscheinlich eher nicht halten. Bremsenreiniger. Mal die Stellen, die normalerweise immer stark korrodieren, entfetten. Irgendwann ist der Lack ab oder es sammelt sich die ganze Zeit Wasser, vor allem hier unten drin, wo man normalerweise bei normalen Rädern den Ständer anschraubt. Deswegen versuche ich es jetzt ein bisschen zu entfetten. Dann machen wir da ein bisschen Korrosionsschutz drauf. So, das ist leider bei der Lieferung kaputt gegangen hier unten. Müssen wir jetzt nachlackieren. Hier hat er freundlicherweise einen Lackstift geschickt. So. Herr Doktor, was haben wir für einen Befund vorliegen? Miserable und verschlissene Kette. Was schlagen Sie für eine Behandlung vor? Wir müssen den Patienten öffnen, eine Kettentransplantation vornehmen, die alte raus und das KMC-Modell rein. Beatmungsgerät. Pumpenzange. Pumpenzange. Dieselbad vorbereiten. 6er Imbus. 6er Imbus. Auffangbehälter. Der Sau und hat starke Knochen. Okay. Also Vorbereitung zum Hinterradausbau, Ständer entfernen. 5er Imbus. 5er Imbus. 10er Gabelschlüssel. Ich schätze, da ist Sand aus Mersuga drin. Herr Doktor, Sie müssen sich mehr konzentrieren. Sie verunreinigen hier alles. Der Alkoholpegel stimmt nicht, ich zitter. Schwester füllt Bier nach. Schwester? Zeig mal. Ja, alles zu Desinfektionszwecken. Also den Doktor desinfizieren. So, hier haben wir ein altes, verkümmertes Organ. Gleich in die Tonne damit. Der Gabelschlüssel. 15er. Bremse aushängen.
Erfolgreich. Bier. Öffner. Besser. Also wir gehen rein, ja? Ja. Fett rein. Ja, super. So, Loch herein. Jo, jetzt haben wir es. Er ist drin. Fertig. So, Daniel ist sauer. Ich nehme es mit Humor. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder ran. Nervt. Nee, die haben hier irgendwie vergessen. Ablenken. Sie haben Ablenken. es halt einfach abgelenkt. Es hieß, es ist fertig. Es kommt mit verzogenen Kabel und fertig. Und es waren wieder die Kabel versogen, noch das Ding abgelenkt. Naja, Ende vom Schlecht Lied ist, wir lackiert. müssen jetzt das Rohr hier abschneiden. Das wird dann wahrscheinlich wieder meine Aufgabe sein. So, also als erstes kommt das Spülöl rein. Das sind jetzt gleich 50, ja, ne 25 ml Spülöl. Wie so ein Doktor. Und ungefähr die Luft wieder rausziehen, die man quasi mit dem Öl reingepumpt hat. Dann die alte Ablassschraube wieder drauf. So, jetzt müssen wir das Ganze schalten. Wir haben jetzt über Nacht die Rohloff ausbluten lassen sozusagen. Wir haben sie sogar schräg gestellt, dass hier der tiefste Punkt da dran ist. Das ist jetzt Öl, was drin war, plus Spülöl. Das alte Öl kommt jetzt in die Spülölflasche.
Jetzt reinigen wir die Spritze ein paar Mal. Durchpumpen und den Schlauch da und dann kommt das neue Öl rein. Wie ein Arzt. Jetzt kommt die Injektion. Eine Injektion frisches Rohstofföl. So, das sind jetzt exakt 25 Milliliter. Dann ziehen wir wieder 25 Milliliter Luft raus. Jetzt habe ich aus persönlicher Erfahrung gemerkt, dass da in der Flasche doch immer noch relativ was drin bleibt. So, ich stelle die jetzt da rein einfach. Lasse ich das nochmal hier in dem Auslaster ein wenig sammeln und mit ein bisschen pumpen und rumtun gehen da halt immer noch mal ein paar Milliliter rein, dass das Ding auch wirklich leer ist. Genau, ach so, ja genau. Oben wird es erst druckdicht gemacht, weil sonst kommt es mir hier entgegen. Ja. Okay, es geht um Blasen. Keine Blasen. Okay, dann drück noch mal ein bisschen zu mir. Wir machen einfach mal einen Ölwechsel, oder? Okay. Weiter pumpen, weiter pumpen. Gut. Genau, jetzt lässt du die Spritze einfach so, wie sie ist. Und jetzt können wir hier ein bisschen den Hebel bewegen. Wir können ein bisschen was noch aus dem Zylinder quasi rausholen. Oben öffnen, abschließen. Ja. Unten öffnen. Vierter Tag. Wir haben gestern zusammengefasst schon mal die Bremse gewechselt, also auf den neuen Rahmen quasi gezogen und dann auch gleich einen Ölwechsel gemacht bei der Magura Bremse. Haben dann auch gleich das Rohlofföl gewechselt und jetzt schauen wir, dass wir den Rest von dem alten Rahmen noch auf den neuen schrauben können und dann ist vielleicht sogar heute der letzte Tag, wo wir schrauben. Aber nur vielleicht. Also wir sind mal wieder kreativ. Wir haben keine Kabelummantelung. Das heißt, wir haben uns einfach aus Resten hier welche zusammengestückelt. Die entfette ich jetzt gerade mit Diesel, weil Diesel den Gummi nicht angreift. Und dann verbinde ich die nachher noch mit Klebeband, sodass eben die Kabel im Inneren geschützt sind. Das ist der Plan.
hat der Schmodder ja sogar da reingeschafft. So, Ausputzen der Befestigungen. Heute machen wir bei Danis Rad die gleiche Prozedur, wie wir es bei mir schon gehabt haben. Das heißt, Kettenblatt wird gewechselt und eine neue Kette kommt rein. Genau, das KMC-Modell. Ich denke immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein. Fett ist wichtig. Okay, also der war innen am Spider montiert, also kommt er auch wieder innen hin. So. Ja, bei die Laufrichtung beachten, wir treten in die Richtung, Pfeil da lang. Genau, ich ziehe jetzt erstmal gegenüber fest. Hier die Bordsteine nicht vergessen, also die Beilagscheiben. Immer schön Locherfett reinschmieren. So, und alle erstmal so leicht handfest, das muss ich alles erstmal ein wenig auspositionieren, dass die schön mittig sind. Vorteil bei denen ist jetzt, die sind dicker, anscheinend ausgelegt auf E-Bike. Man uns von KMC gesagt, und mit einer Kombination Kettenblatt vorne, Ritzel hinten, das ist jetzt noch das Rohloff-Ritzel, da kommt dann später noch das KMC-Ritzel drauf. Und dieser neuen KMC-Kette, ich gucke gleich mal nach, wie die heißt, das ist die G101, glaube ich. Jawohl. Mit der E101 machen wir da angeblich 10.000 Kilometer. Wir testen das Ganze für KMC und schauen, ob das auch stimmt. Mache ich bei der Rohloff jetzt hinten das Rohloff-Ritzel runter und tausche es gegen das KMC-Modell. Super, Ritzel ist drauf. Leider ist mir bei unserer selbstgebauten Lösung hier jetzt dieser Ring gerissen. Aber eigentlich sollte es sich während der Fahrt ja selber festziehen. So, alte Kette, neue Kette nebeneinander. Schauen wir wegen der Gliederzahl. Ich habe jetzt die alten Gepäckträger alle abgeschraubt beim Dani vorne. Die kommen jetzt auch wieder drauf. Was wir jetzt aber noch machen, das ist ein kleiner Tipp auch, als Korrosionsschutz spritzen wir Fett in diese ganzen Löcher hier, damit wir auch länger noch was davon haben. Ist eine ganz schön harte Spritze. Oh, ist gerade richtig doof gelaufen. Kam, wie es kommen musste. Die sind alle komplett dermaßen zulackiert, da kann man also bei manchen gar nicht mehr richtig durchgucken. Schraube ist abgerissen, wegen dem Lack. Es ist absolut zum Kotzen, jetzt darf ich den Scheiß auch noch ausbohren. Die Schraube ist erst abgebrochen, dann haben wir versucht, ja, Minuten, Stunden fast schon lang diese Schraube rauszukriegen. Dann sind noch 2 Bohrköpfe abgebrochen und das hätte alles gar nicht sein müssen. Wir haben jetzt bestimmt, glaube ich, 2,5 Stunden eingebüßt, deswegen. Jetzt haben wir quasi mit einem Gewindeschneider nochmal hier vorgebohrt. Habe ich das falsch erklärt? Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich nur gerade, dass es vorbei ist. Ja. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass es eigentlich im Vergleich so kurz gedauert hat. Graue Haare gewonnen, Nerven verloren. Zum Glück war es eine Stelle, die nicht ganz so wichtig ist, die nicht viel Kraft tragen muss oder viel Gewicht tragen muss, sondern nur das Schutzblech. Und Gott sei Dank haben wir auch hier das ganze Werkzeug, was wir nutzen können und die Materialien, weil sonst wird man auch ganz schön alt ausschauen. Also nochmal ein Riesendank an die TSG. Ja. Super, dass wir eure Werkstatt nutzen können und eure Materialien. Super Laden.
Fett. Wir fetten. Für die Fett. Und danach drehen wir die Schrauben rein. Und dann kommt der Gepäckträger wieder drauf. Der lacht mich aus, ich habe auch keine Ahnung, was ich da hier so mache. Aber ich kriege ja immer schön erklärt, wofür alles ist. Gott sei Dank weiß er Bescheid. So, und jetzt den Gepäckträger. Jetzt fetten wir den Gepäckträger. Nein, natürlich nicht. Ja, also, es gibt nicht viel, was von Anfang bis Ende unsere Tour mitgemacht hat. Diese Fahne, die hat es bis heute überlebt. Und die Frage dann natürlich. Na, also das hat es ja wohl nicht geschafft. Guter Verteidiger. Nein, ich meine nur von unseren Accessoires. 8er Gabelschlüssel. Die kocht und lötet. Was machen wir heute? Heute geht es an die Feineinstellungen. Darf ich vorstellen? Das ist mein Fahrrad. Cool. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.